haben wir uns mit Hilfe der Orchideen des Set 1 dem inneren Wachstum gewidmet, das sich an bestimmten Entwicklungsschritten orientiert, schauen wir uns nun solche an, deren Wirkungsbereich sich um das eher chaotische, ungeordnete dreht. Das mag erst einmal verwirrend erscheinen, denn was den Alltag betrifft, neigen wir als Gewohnheitstiere dazu, alles zu ritualisieren und zu wiederholen, bis es wie automatisch abläuft. Wo fängt der ganz normale Rechtshänder mit dem Zähneputzen an? Links oben. Natürlich gibt es auch Leute, die das ganz anders machen, aber auch diese bevorzugen immer die gleiche Abfolge. So viele Dinge haben wir zur Gewohnheit gemacht. Wir nehmen die erste Stufe jeder Treppe mit dem linken bzw. rechten Fuß. Wir ziehen uns immer auf dieselbe Weise den Pullover an und wieder aus. Wir beginnen jeden Tag mit einem Kuss oder einem Kaffee. Das gibt uns Struktur und Sicherheit und das ist es zugleich, was viele Menschen auf die Dauer langweilig finden und den Wunsch, aus der Routine auszubrechen, hegen lässt. Wie wichtig eine solche Routine jedoch ist, erkennen wir, wenn wir mal einen Blick auf unsere Kleinsten werfen, die eben noch keine solche Routine verfolgen. Stellen Sie sich vor, Sie seien gerade erst auf die Welt gekommen, hätten keine Ahnung von gar nichts und könnten sich als Baby nicht einmal selbst helfen, wenn es um die normalsten Sachen der Welt geht. Sie leben immer ganz im Hier und Jetzt, weil sie keine Vorstellung von Zeit haben. Haben Sie Hunger? Können Sie nicht schlafen? Tut Ihnen der Popo weh? Was können Sie dann selbst tun? Nichts. Halt, etwas können Sie doch tun. Schreien. Kommt dann jemand, der Ihre Panik zwar versteht, aber nicht teilt, sondern ganz ruhig bleibt, sie in den Arm nimmt und sie aus ihrer unangenehmen Lage befreit, wird ihr Nervensystem eines Tages verinnerlicht haben, dass es so schlimm ja doch nicht ist. Denn es gibt jemanden, der sich gut um sie kümmert. Jede Wiederholung bringt ihnen mehr Sicherheit. Die Notwendigkeit einer verlässlichen Struktur hält aber noch lange über das Babyalter hinaus an. Ein Junge, der in einer chaotischen Umgebung aufwuchs, weil seine Eltern Drogen nahmen und dann in einer Pflegefamilie landete, berichtete, wie wohltuend es für ihn war, sich auf Dinge verlassen zu können. Hatte er etwas ausgefressen oder sich mit den anderen Kindern gestritten? Es gab trotzdem jeden Abend Abendbrot und einen Gute-Nacht-Kuss und am Morgen ging es wieder ganz normal in die Schule. Seine ständigen Begleiter, Angst und Unsicherheit, hervorgerufen durch das drogenbedingt unberechenbare Verhalten der Eltern, verlor mit jedem weiteren Tag an Einfluss. Das Leben war vorhersehbar geworden. Er entwickelte Zuversicht und Selbstvertrauen. Natürlich erreichte auch er die Pubertät und stellte alles wieder in Frage, bloß um am Ende teilweise zur alten Ordnung zurückzukehren, teilweise seine eigene neue zu entwickeln. Und dann wird alles automatisierte Gewohnheit. Wie langweilig. Es sei denn, Sie legen den Schlüssel mal woanders hin, als Sie gewohnt sind. Dann kann es wieder aufregend werden, besonders wenn Sie es eilig haben. Mit der Automatisierung entsteht aber auch Reizlosigkeit, die dann ihrerseits selbst zu einem Problem werden kann. Im besten Fall ein wunderbar geordneter, Sicherheit bietender und die Versorgung garantierender Alltag. Im schlechtesten wurden Hoffnungs- und Bedeutungslosigkeit zum Alltag, was verständlicherweise zu Unzufriedenheit und Sinnsuche führt. Und genau das ist der Bereich, in den uns die Orchideen des zweiten Sets Einblick gewähren und Kraft schenken, das Beste daraus zu machen.
Das System der Orchidee-Essenzen ist, wie bereits erwähnt, kein in Stein gemeißeltes. Es ist flexibel und es ist jederzeit möglich, eine Essenz der alltäglichen Orchideen während einer idealen Reise einzusetzen. Wann immer man in eine Lage gerät, in der sie hilfreich erscheinen, sollte man sie nutzen, statt sich sklavisch an ein Konzept zu halten. Das dient doch nur der groben Orientierung. Wenn aber die Brücke, die Sie überqueren wollen, gerade eingestürzt ist, geben Sie dann auf oder nehmen Sie den Umweg über die nächste in Kauf? Beginnen wir mit einem Lebensbereich, der für viele befriedigend ist, für andere aber eben gerade nicht. Die Arbeit. Sie kann so viel Bedeutung im Leben eines Einzelnen besitzen, dass dieser am Tag seiner Pensionierung zusammenbricht. Man hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen, ihn seines Lebensinhalts beraubt. Für andere ist sie bloß ein notwendiges Übel, etwas, das das Leben in Mühsal verwandelt, das man nur tut, um zu überleben, aber nicht, um etwas zu erleben. Macht man sich innerlich abhängig von der Arbeit oder macht die Arbeit einen unabhängig? Verschafft die Arbeit einem Einnahmen, mit denen man sein Leben sinnvoll gestalten kann, oder gibt die Arbeit selbst dem Leben einen Sinn? Entscheidend ist, ob man die Arbeit gerne macht. Am Ende des Tages frage man sich, war das ein guter Tag? Habe ich etwas Sinnvolles getan? Um diese Frage mit Ja beantworten zu können, benötigen manche die Hilfe der Orchidee namens Work. Sie lehrt den Wert der Arbeit. Manchmal strengt man sich mehr an, Arbeit zu vermeiden, als sie zu tun. Manchmal macht man blau und hängt dann den ganzen Tag einfach nur rum. Wie verhält es sich mit der Work-Life-Balance? Arbeite ich, um zu leben, oder lebe ich, um zu arbeiten? Und was, wenn das die falsche Frage ist? Work hilft, sich darüber klar zu werden, was das Leben erfüllend machen kann, was man tun sollte, um stolz darauf sein zu können, was einem Freude macht, während man es tut. Wenn man den falschen Job hat, wie könnte man sich orientieren? Was entspricht dem eigenen Wesen besser? Und wenn man den richtigen hat, wie kann ich lernen zu genießen, was ich tue, es mir so einzuteilen, dass es mich nicht erschöpft, sondern befriedigt? Natürlich kann Veränderung einschneidend, schwierig und sogar schmerzhaft sein. Aber das Leben dauert länger, als man denkt, und jeder Tag, den man unter Mühen, dafür aber ohne Befriedigung verbringt, verkürzt das Leben nicht nur um diesen einen Tag, sondern macht langfristig unzufrieden und sogar krank. Leute hingegen, die ihre Arbeit ganz entspannt erledigen, finden zwischendurch sogar immer mal wieder eine Gelegenheit zu lachen. Und darum geht es, wie der Name schon ganz dezent andeutet, bei der Orchidee namens Love. Lachen muss einfach sein. Kinder entdecken bis zu 400 Mal am Tag irgendetwas, das sie zum Lachen bringt. Mit dem Erwachsenwerden verringert sich diese Frequenz mehr und mehr. Kehren wir die Gleichung um, dann könnten wir zur Schlussfolgerung kommen, dass je häufiger wir lachen, desto jünger wir uns fühlen. Den ganzen neurologischen Hintergrund mit den Endorphinausschüttungen und dem Gemeinschaftsgefühl, wenn man mit anderen zusammenlacht, erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Vielleicht haben Sie schon mal den Namen Norman Cousins gehört. Dieser Journalist erkrankte Anfang der 70er Jahre an Spondylarthritis, einer überaus schmerzhaften Erkrankung mit denkbar schlechter Prognose. In seinem Buch Der Arzt in uns selbst berichtet er, dass seine Ärzte ihm eine Überlebenschance von 0,2% gaben. Er verordnete sich selbst daraufhin, so viel zu lachen wie nur möglich. Lachen lindert immerhin Schmerzen.
Die Tatsache, dass er dieses Buch überhaupt schreiben konnte, beweist, dass seine Überlegung nicht ganz falsch gewesen sein kann. Depressive verbieten sich geradezu das Lachen, weil es nicht mit ihrem Selbstbild übereinstimmt. Da lässt sich einer krank schreiben und lacht? Ausgeschlossen. Wie schade, denn Lachen wäre womöglich eine heilsame Maßnahme. Das unausgesprochene Mantra, wer krank ist, soll gefälligst auch leiden, verschlimmert die Symptome und behindert die Genesung. Wie auch immer, wer das Gefühl hat, das Lachen verlernt zu haben, der kann es wieder lernen. Es ist wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht wirklich. Man unterdrückt es nur allzu oft, weil es nicht angemessen erscheint und gewöhnt sich an einen humorlosen Alltag. Das würde ich gerne ändern und deshalb empfehle ich Ihnen die Essenz Love. Ein weiterer Aspekt des täglichen Lebens besteht in der Sorge für andere. Je selbstverständlicher man anderen hilft, weil es einem ein inneres Bedürfnis ist, desto selbstverständlicher wird diese Hilfe auch wahrgenommen. Sie wird in Anspruch genommen, aber wenig honoriert. Eine Welle von Dankbarkeit fliegt den Helfern nur in außergewöhnlichen Fällen entgegen, zum Beispiel wenn man plötzlich merkt, wie sehr man darauf angewiesen ist. Und auf den Balkons der im Lockdown befindlichen Städte Menschen den Pflegern und Schwestern bei einer Epidemie Dankeslieder singen. Ein Jahr später war davon nichts mehr übrig. Die Dankbarkeit hatte sich genauso erschöpft wie das Durchhaltevermögen des Pflegepersonals. Jeden Tag die Kraft aufzubringen, diejenigen, die einem am Herzen liegen, gut zu versorgen, das ist schwer. Man ist erschöpft und ausgelaugt und das nicht nur körperlich, sondern auch mental und emotional. Die Orchidee Care lenkt den Blick wieder auf das, was einem wichtig war und ist. Sie zentriert, lässt auch für sich selbst gut sorgen und bringt einen dorthin zurück, wo man sein wollte. Care öffnet das Herz. Auch jenen, die in der Pubertät sind und alle, die es gut mit ihnen meinen, am liebsten zum Teufel jagen würden. Denen, die Hilfe gedankenlos annehmen. Jenen, die sich verausgaben im Dienste an anderen. Care ist eine Blüte der Liebe. Ohne Herz geht gar nichts. Erobern wir unser Herz zurück. Noch einen Schritt weiter als Care geht die Orchidee Commit. Auch sie hat einen deutlichen Herzbezug. Es kommt aber eine Wirkung auf das Rückgrat dazu. Für das Wort Commit gibt es keine wirklich passende deutsche Entsprechung. Verpflichtung hat so etwas Gezwungenes, das das Wesen dieser Orchidee aber nicht wirklich zutreffend wiedergibt. Commitment ist etwas, das bei vielen von ganz alleine entsteht, sofern nur das Herz beteiligt ist. Wie viele Eltern begleiten ihre Kinder durch herausfordernde Phasen, ohne einen Gedanken aufkommen zu lassen, jetzt sei aber mal langsam genug. Wenn es darum geht, wirklich etwas durchzuziehen und zu einem guten Ende zu bringen, dann reicht pure Willenskraft oft einfach nicht mehr aus. Damit kann man sich eben nur zwingen. Aber das geht auf Dauer nicht gut. Die Motivation muss aus Herz und Bauch kommen, das Rückgrat stützen. Dann kommt der Wille ganz von selbst. Commit ist die Orchidee, die allen, die genau das wollen, die notwendige Einstellung und Energie vermitteln kann. Etwas wie die Essenz Fight gab es meines Wissens bisher noch nicht. Das hat sie mit Work gemein. Im Niederländischen gibt es eine Redewendung niet geschoten, altijd mis, was sinngemäß etwa bedeutet, wer nicht schießt, trifft garantiert sowieso nicht. Dies ist eine Essenz für die soften, friedensliebenden Geister, die bisweilen die Notwendigkeit zu kämpfen gar verleugnen.
Aber den Kämpfen des Lebens aus dem Weg zu gehen, bedeutet natürlich, sie zu verlieren, Chancen zu verpassen, seinen Aktionsradius zu verkleinern und sich am Ende womöglich gar nicht so super in der eigenen Haut zu fühlen, sondern viel eher wie ein Loser. Vielleicht lohnt es sich, die Grundeinstellung einmal zu überdenken. Manchmal wird man angegriffen. Und was ist dann zu tun? Unser Nervensystem bietet zwei Möglichkeiten: Flüchten und Kämpfen. Also nicht nur flüchten. Es gibt eine Alternative dazu. Und der Körper stellt mit seiner Noradrenalinproduktion sogar die perfekte Kraftquelle zur Verfügung. Wenn man sie nicht nutzt, dann schwimmt das Zeug im Blut herum, was einem auf Dauer gar nicht gut tut. Denn es richtet durch die Verdrängung anderer gesunder Hormone Schaden an. Also doch vielleicht lieber kämpfen, antreten, da sein, sich zeigen, für sich selbst einstehen, für seine Lieben eintreten, tun, was notwendig ist. Die Lücke im Puzzle der eigenen Persönlichkeit kann Fight-Essenz füllen. Am besten beginnt man damit schon in Friedenszeiten, nicht erst, wenn man von allen Seiten Kontra bekommt. Wenn man bei sich selbst konstatiert, dass die Kampfeslust nicht allzu ausgeprägt ist, dann sollte man vielleicht an Fight denken. Da fällt mir das Bedenken einer Teilnehmerin eines Frauen-Selbstverteidigungskurses ein, die aufgefordert wurde, einen bestimmten Schlag auszuführen. Aber das tut doch weh. Genau, mit Streicheln rettet man sein Leben nicht. Hoffnung ist ein menschlicher Urinstinkt. Die Aufgabe der Hoffnung kommt einem inneren Tode gleich. Werden wir bedroht, setzt unser Notfallmechanismus des Kämpfen oder Flüchten ein. Außer der Angreifer ist übermächtig und die Situation nicht zu bewältigen. Dann geben wir auf und verlassen gleichsam unseren Körper, um die Not nicht ertragen zu müssen. Freeze nennt die moderne Psychologie diesen Zustand. Und der hat weitreichende Folgen auf die Seele, den Körper und die gesamte Physiologie des Menschen. Man kommt alleine nicht mehr richtig raus. Man kann noch funktionieren, aber das Leben hat seinen Sinn verloren. Wir sehen, welch riesige Bedeutung die Aufrechterhaltung der Hoffnung hat. Mit einem gut gemeinten Kopf hoch ist es einfach nicht getan. Die Energie der Hoffnung muss von innen kommen, quasi aus dem Bauch heraus. Sie gibt Antrieb und Motivation. Sie lässt die Selbstaufgabe überwinden und sei es auch nur, um sich die notwendige Hilfe zu holen. Im Freeze-Zustand hat man das Gefühl, der Hilfe nicht wert zu sein. Hoffnung entpuppt sich als wesentliche Lebensenergie und die Orchidee ist einer ihrer Träger. Sprache kann uns einiges verraten. Warum heißt es zum Beispiel eigentlich Feierabend, wenn die Arbeitszeit um ist? Okay, meistens ist es dann Abend. Ich möchte das Augenmerk aber mehr auf das Feiern richten, das sich in diesen Begriff eingeschlichen hat. Es heißt ja, wer gut arbeitet, soll auch gut feiern. Die Linderung des harschen Deutschen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es betont die Wichtigkeit, dem Tag einen Höhepunkt hinzuzufügen. Eine Fähigkeit, die in hektischen Zeiten manchem verloren geht. Im Stress und in der Routine des Alltags vergessen viele, dass Eintönigkeit tödlich sein kann. Zumindest fürs Gemüt, aber auch lebensverkürzend im Wortsinne. Wir brauchen das Auf und Ab des Lebens, die Anspannung, die Entspannung. Ohne Rhythmus geht es einfach nicht. Dann verlieren wir die Orientierung. Fragen Sie mal jemanden, der an Schlaflosigkeit leidet.
Vor nicht allzu langer Zeit erst entdeckte man die Herzfrequenzvariabilität, ein Phänomen, bei dem sich der Herzschlag beim Einatmen beschleunigt und beim Ausatmen verlangsamt. Bei gesunden Menschen. Nicht so bei depressiven, gestressten und traumatisierten. Denen ist der innere Rhythmus verloren gegangen. Höchste Zeit, sich auf ihn zurückzubesinnen. Celebrate, die Orchidee, ist für alle, die die Notwendigkeit der Unterbrechung der Downs durch regelmäßige Ups scheinbar vergessen haben. Wenn jeder Tag gleichförmig abläuft und das Wochenende nur noch zum Nichtstun genutzt wird, lädt das die inneren Batterien weniger stark auf, als wenn man etwas hat, worauf man sich wirklich freuen kann. Das gilt ebenso für eingefahrene Liebesbeziehungen. Auch die brauchen Unterbrechungen der Routine, neue Erlebnisse, Abenteuer. Das macht nicht nur Spaß, es verlängert auch die Dauerhaftigkeit einer befriedigenden Beziehung. Celebrate erinnert daran, dass man jemanden mal überraschen könnte, etwas Ungewohntes tun. Das wird nicht nur der anderen Person Freude machen, es wird auch die eigene Lebensqualität erhöhen. Also vergessen Sie bitte nicht, ab und zu am Abend zu feiern. Ihre Seele wird es Ihnen danken.